Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich eine Maracuja-Mango-Zitrus-Marmelade mache. Diese Marmelade ist durch die Mango angenehm fruchtig, erhält jedoch durch die Verwendung von Maracuja ein geheimnisvolles, intensives Aroma. Zunächst wird der Fruchtsaft der Maracujas gewonnen. Dazu werden sie halbiert und das Fruchtfleisch wird mit einem Löffel herausgekratzt. Die Pulpe enthält sehr viele Kerne, die ich nicht in der Marmelade haben möchte. Um die Kerne zu entfernen, gebe ich die Pulpe gleich in einen hohen Becher. Anschließend wird die Masse mit einem Stabmixer püriert. Dabei soll die glibberige Masse, die die Kerne umhüllt, zerstört werden, aber die Kerne selber sollten nach Möglichkeit nicht zerschlagen werden. Diese Masse wird in ein Sieb gegeben und durchgestrichen. Hier habe ich knapp 200 Gramm Maracuja-Saft. Diese wunderbar reife Mango wird mit einem Sparschäler geschält. Damit die Mango einen sicheren Stand hat, schneide ich unten ein Käppchen ab. Mit diesem gebogenen Messer schneide ich jetzt am Kern entlang, der die Form eines überdimensionierten Pflaumenkerns hat. Dann wird die zweite Hälfte geschält. Ich mache das bewusst erst jetzt, denn so ließ sich die Mango eben besser anfassen. Die zweite Hälfte wird vom Kern geschnitten, ebenso weiteres Fruchtfleisch. Außerdem kratze ich auch noch Fruchtfleisch vom Kern. Dann werden die Mangohälften in nicht zu große Würfel geschnitten und gewogen. Es sollten ungefähr 400 Gramm sein. Der Maracuja-Saft wird zur Mango in den Topf gegeben. Es werden 2 Limetten ausgepresst und ihr Saft wird zur Mango gegeben. Mango und Maracuja ergeben zusammen 600 Gramm Frucht. Da ich eine Marmelade im Verhältnis 2:1, also 2 Teile Frucht zu einem Teil Zucker machen werde, werden jetzt 300 Gramm Zucker abgewogen. Für die Zitruskomponente fehlen noch die Zesten von jeweils einer gewaschenen Bio-Zitrone und Orange. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Der Zucker wird bis auf einen kleinen Rest zum Obst gegeben, welches schon mal zum Kochen aufgesetzt wird. Bis es soweit ist, wird Geliermittel abgewogen und zum Zuckerrest gegeben. Die Früchte fangen langsam an zu kochen. Jeder hat so seine Vorlieben. Manch einer mag keine stückige Marmelade und will nur feines Fruchtpüree, der nächste will die Fruchtstücke sehen. Ich mache es immer so, dass ich ungefähr die Hälfte des Obstes püriere und die andere Hälfte stückig lasse, denn ich mag die kandierten Fruchtstücke in der Marmelade. Also püriere ich immer nur eine kleine Menge und gut ist. Die Marmelade fängt jetzt an zu kochen. Die Temperatur beträgt nach kurzer Zeit 101 Grad, das reicht aber noch nicht. In der Zwischenzeit bereite ich mir die Gläser vor, die ich jetzt abkoche. Sie werden in eine mit Wasser gefüllte Pfanne gegeben, ebenso die Deckel. Unter einem Topfdeckel werden sie langsam zum Kochen gebracht. Das sterilisiert sie nicht nur, sondern erwärmt sie natürlich auch, was erleichtert, dass sie später ein Vakuum ziehen. Nach 15 bis 20 Minuten Kochzeit erreicht die Marmelade nun eine Temperatur von 102 Grad Celsius. Es ist Zeit, das Geliermittel einzurühren. Die Marmelade muss nun noch 3 Minuten kochen. Bei der Gegenüberstellung der beiden Töpfe kann man erkennen, dass rechts bereits Flüssigkeit verdampft ist und die Blasen auch dickflüssiger und schwerfälliger sind. 3 Minuten, das ist ausreichend Zeit, die Gläser aus dem Wasserbad zu holen und neben den Herd zu stellen. Der Topf mit der Marmelade wird neben die Gläser gestellt und nun kann sie abgefüllt werden.
Hier habe ich einen Einfülltrichter, der mir schon seit meiner Studentenzeit gute Dienste leistet. Der Deckel wird sofort darauf gegeben und zugedreht. Dann wird das Glas mit einem Tuch als Hitzeschutz aufgenommen und der Deckel noch einmal richtig fest zugezogen. Das ist wichtig, denn nur wenn der Deckel luftdicht zugezogen ist, kann sich beim Abkühlen ein Vakuum bilden, da keine Luft durch irgendeine undichte Stelle nachzuströmen vermag. Fertig ist die Wintermarmelade. So sieht sie einmal abgekühlt aus. Wie schon erwähnt, ist sie angenehm fruchtig und ungewöhnlich im Geschmack, da Maracuja ein sehr intensives Aroma hat, welches durch die Zitruszeste noch unterstrichen wird. Vielleicht probiert ihr diese Wintermarmelade ja einmal aus. Hier ist noch wie immer das Rezept. Maracuja, Mango, Zitrus, Marmelade im Verhältnis 2:1. 200 Gramm Maracuja-Saft, circa 10 Stück, 400 Gramm sehr reife Mango, 300 Gramm Zucker, Saft von 2 Limetten, nicht Zitronen, eine Bio-Zitrone, nur Schale ohne das Weiße, eine Bio-Orange, ebenfalls nur Schale ohne das Weiße. Geliermittel nach Packungsanweisung. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!